Ganz ehrlich, ich wollte heute eigentlich das große IHDS-Audit über die biologische Enteignung hochladen. Die Grafiken waren fertig, das Skript stand. Aber dann hat mein System heute Morgen etwas im Amtsblatt der EU gefunden, das so aktuell und so krass ist, dass IHDS bis heute Abend warten muss. Am 10. Februar 2026, vor gerade einmal 10 Tagen, wurde die Verordnung EU 2026-235 veröffentlicht. Während alle auf die großen politischen Krisen starren, wurde hier stillschweigend die letzte Nische ihrer physischen Freiheit in Europa versiegelt. Ich zeige Ihnen heute schwarz auf weiß, warum Ihr Zugticket künftig zum biometrischen Sensor für den Staat wird, warum die Industrie ihr Warengeheimnis verliert und warum das Netz am 9. Dezember 2029 endgültig zuschnappt. Willkommen in der Zentrale von Realpolitik Fokus. Erwägungsgrund 34. Die Digitalisierung der Reiseinformation erfordert die Nutzung der Eudi-Wallet zur eindeutigen Identifizierung jedes Fahrgasts. Wir dechiffrieren das Ganze. Was bedeutet das für die Bürger und für die Unternehmer? Für die Bürger kein Ticketkauf mehr ohne biometrische Validierung. Ihre Bewegungsfreiheit wird technisch an ihren Compliance-Score im Ledger gebunden. Für die Unternehmer bedeutet dies, der Staat deklariert die Schiene zur Zone der totalen Identifikation. Wer nicht im Grid ist, wird physisch von der Mobilität ausgeschlossen. Gehen wir weiter in Anlage A 3.1.1. Die Spezifikationen erzwingen den vollständig digitalen Frachtbrief. Jede Warenbewegung muss in Echtzeit im Grid gemeldet werden. Auch hier, was bedeutet das für die Bürger und die Unternehmen? Die Versorgungssicherheit wird programmierbar. Der Staat kann Warenströme zu bestimmten Regionen oder Personengruppen per API unterbinden. Für Unternehmer. Unternehmer verlieren das Logistikgeheimnis. Wenn eine Ware nicht ESG-compliant ist, kann der Transport technisch blockiert werden, noch bevor der Zug losfährt. Gehen wir in Erwägungsgrund 11 und 13. Hier heißt es so schön, Dateninhaber müssen einen kostenlosen und direkten Zugang zu Rohdaten für öffentliche Stellen gewähren. Auch hier werden wir wieder dechiffrieren. Behörden ziehen ihre Reisedaten in Echtzeit ab. Keine schützende Filterinstanz mehr. Das Finanzamt sitzt technisch direkt mit im Stellwerk. Für Unternehmen, der Rohdatenabzug ermöglicht prädiktive Surveillance. Das System korreliert ihre Bewegungen mit ihren Finanz-, Omnibus- und Gesundheitsdaten EHDS. Wir gehen weiter in Anlage G. Beweisaufnahme. Vollständige Konformität aller Telematiksysteme und Prognosen der Abfahrtsbereitschaft bis spätestens 9. Dezember 2029. Phase 1 Identitätssync 2026. Phase 2 2028 Predictive Tracking und Phase 3 2029 Industrial Lock. Wir dechiffrieren das Ganze. Der Geofans steht, in weniger als 4 Jahren ist das analoge Reisen im EU-Raum technisch beendet. Die Interoperabilität wird zur Geisel genommen. Für Unternehmen Phase 2 2028 führt das prädiktive Tracking ein. Das System will nicht nur wissen, wo du bist, sondern wo du in 2 Stunden sein wirst.
Wann schnappt die Falle zu? Anlage G liefert den Terminplan. Am 10. Dezember 2028 wird der gesamte Personenverkehr zwangsintegriert, inklusive des Predictive Tracking. Das System will nicht nur wissen, wo Sie sind, sondern wo Sie in 2 Stunden sein werden. Am 9. Dezember 2029 ist das System Log. Vollständige Konformität in weniger als 4 Jahren ist analoges Reisen oder analoge Logistik in Europa technisch Geschichte. Die Architektur für 2049 wird im Wochentakt enger gezogen. EHDS kontrolliert Ihren Körper, Omnibus kontrolliert Ihr Geld und Railgate kontrolliert Ihre Bewegung. Die Konvergenz ist vollständig. Was denken Sie? Ist das noch ein technischer Fortschritt oder der digitale Käfig? Schreiben Sie es in die Kommentare. Den Beleg aus dem Amtsblatt und das Dossier zu diesem Railgate habe ich Ihnen hier in die Beschreibung gepackt. Und wie versprochen, das EHDS-Audit zur biologischen Liquidation kommt heute Nachmittag als zweiter Schlag. Abonnieren Sie Realpolitik Fokus, um das nicht zu verpassen. Sichern Sie sich Ihren Vorsprung. Bleiben Sie wachsam.